Hey, heute geht es um die Frage, gibt es Reinkarnation? Die Frage taucht natürlich auf, ähm, verschiedentlich, weil mir verschiedentlich gesagt wurde von Frauen, sie seien reinkarniert. Reinkarnation heißt ja eine Rematerialisierung oder eine Reverfleischlichung, also eine Wiedergeburt, nachdem man schon mal gelebt hat. Und Frauen sagen so etwas dann doch öfters scheinbar und sagen, sie seien wiedergeboren von einer Persönlichkeit, die es früher mal gab. Meistens sagen sie dann dazu, es sei möglicherweise jemand Bekanntes gewesen. Öfters Königin, ein Zauberer und dergleichen. Ich möchte mal vorausschicken, ich meine, sonst würde ich mich der Frage überhaupt nicht widmen, dass ich die Phänomene des Geistes ganz allgemein gesagt für einen Gegenstand halte, der der Diskussion würdig ist. Denn wenn ich sage, das Universum ist ein Bewusstsein, dann sind auch die Kategorien der Psychologie darauf anzuwenden und man kann verschiedene Überlegungen anstellen, welche Relevanz es hat, wenn sich Leute an etwas erinnern, ganz allgemein gesagt. Ich habe natürlich vor, das Ganze aus der spiritualistischen Sicht zu behandeln. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr öfters mal hier zuseht, dass der Spiritualismus besagt, dass es die Materie in dem von uns gedachten Sinn nicht gibt, im Sinn von unabhängig vom Geist, sondern es gibt die Materie nur in Abhängigkeit vom Geist. Das Bewusstsein produziert alle Vorstellungen, auch die von Materie. Und insofern habe ich mich also vorbereitet, die Verständlichkeit des Gedankens zu diskutieren, wie auch die Unverständlichkeit. Ich komme erstmal zur Verständlichkeit des Gedankens. Also erstens erscheint es mir verständlich, dass jemand sagt, er sei reinkarniert, weil die Spiegelwelt des Bewusstseins so funktioniert, dass die Information immer wieder auf sich selbst zurückführt. Also das, was eine Idee ist, wird gespiegelt und dann in anderer Form wiedergegeben. Also wir sehen das sozusagen zwischen uns Menschen, die wir ja immer der Meinung sind, wir hätten ganz eigene Gedanken und dann stellen wir fest, dass es eigentlich die Gedanken anderer sind, die wir wieder und wieder coinen und uns dann gegenseitig erzählen als etwas, was unsere eigene Meinung ist. Und ich finde, es lässt sich auch feststellen, dass sich die Gedanken insofern vermischen, als dass jede Erinnerung, die wir haben, im Prinzip sich vermischt mit den Dingen, die wir täglich so erleben. Also zum Beispiel hatte ich mal in einer anderen Sendung etwas gesagt über metaphorisches Denken. Das war, ich hatte es mir hier irgendwo aufgeschrieben, äh, Nummer 69, metaphorisches Denken, die Welt als Metapher. Ähm, dass sich sozusagen die Gedanken dessen, was man liest, vermischen mit den Dingen, die man erfährt. Also beispielsweise ist es bei mir so, dass ich hatte gesagt, ich habe früher in meiner Kindheit sehr, sehr oft das Buch Die drei Musketiere gelesen und ich habe fast eine persönliche Erinnerung daran, wie der junge D'Artagnan in meiner Fantasie ich in den Hof des Herrn de Treville kommt und um einen Job als Musketier bittet. Und wenn man diese Geschichte nun ein bisschen weiterspinnt, dann kann man sich, glaube ich, leicht vorstellen, dass jemand, der sehr in diesen Kategorien denkt, zu dem Gedanken kommt, er sei wiedergeboren und daran glaubt und das auch ganz ernsthaft sagt und denkt. Und ich halte das nicht für eine Spinnerei und würde niemals sagen, dass jemand, der so redet, sozusagen lügt oder so. Sondern für mich ist das Ausdruck einer großen Fantasie und ich denke, dass ohnehin, wie gesagt, die Phänomene des Geistigen durch das Universum hallen und
an vielen verschiedenen Punkten zutage treten. Und im Übrigen, wer nun meint, sowas zu formulieren wie derjenige sei geisteskrank oder so, mir beispielsweise kommt die sogenannte Realität, die wir hier täglich vor uns haben, manchmal wie geisteskrank vor. Also als Beispiel hatte ich hier, wenn, wenn beispielsweise Politiker sagen, die vorgeben, in unserem Namen zu handeln, also im Namen derjenigen, die sie gewählt haben, und im Sinne des Landes oder so, wenn die sagen, sie haben keinerlei Angst vor Atomraketen und bringen es in der internationalen Politik tatsächlich so weit, dass hier ernsthafte Krisen entstehen, so wie wir sie seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht hatten, dann halte ich das irgendwie für geisteskrank. Und ich muss auch sagen, wenn ich die Zeitung aufschlage, dann finde ich das wie eine Art Komödie und sozusagen zum Kopfschütteln, sodass ich eigentlich also damit sagen möchte, dass Phänomene des Geistigen für mich keine Geisteskrankheit sind, sondern einfach eine Sache, die man sich überlegen kann. Also die Verständlichkeit des Gedankens liegt also demzufolge für mich in dieser Spiegelwelt, die ohnehin ähm, hin und her spiegelt und demzufolge den Gedanken nahelegt, dass ähm, Gedanken, die uns übertragen werden und die dann im Bewusstsein sind, unserer eigenen sind und dass wir insofern einem Prinzip folgen, das einer früheren vielleicht geschichtlichen Figur nahe kommt. Ähm, Es ist ja auch so, dass es im Spiritualismus keine Identität der Gedanken gibt. Also es gibt keinen Gedanken, der genau gleich einem anderen wäre. Insofern ist es also verständlich, wenn ähnliche Bewusstseinsinhalte für möglich gehalten werden und zu einer Verbundenheit führen mit dieser Person, die dort einmal gehandelt hat. Im anderen Sinn, also dass man sozusagen dagegen diskutiert, würde ich sagen, es gibt ähm, im Spiritualismus keine, keinen Unterschied zwischen dem Materiellen und dem Geistigen, denn alles ist Geist und Materie in der Form, dass sie getrennt wäre vom Geistigen, gibt es nicht. Insofern gibt es also auch keine Reinkarnation im Sinne von einer Wiederverfleischlichung, denn schon in der ersten Instanz war es ja kein Fleisch, sondern Geist, was, was nun im Grunde genommen auch wieder als Pro, Pro-Verständlichkeit des Gedankens gesehen werden könnte. Na gut, als zweites habe ich mir hier aufgeschrieben, da es ja bei diesen Reinkarnationen immer darum geht, dass die betreffende Person sagt, sie sei dieser oder jener gewesen, meistens eine Persönlichkeit, die man kannte. Es geht also kaum darum, dass es eine Person war, die in der Geschichte überhaupt gar keine Rolle gespielt hat und einfach irgendwo untergegangen ist. Das halte ich für eine Unwahrscheinlichkeit, denn ich habe einmal nachgerechnet, habe mir das zum Teil sagen lassen, die, also wenn ich zum Beispiel 500 Menschen kenne, dem Namen nach, ich weiß jetzt nicht, wie viele ich wirklich kenne, aber ich schätze mal so, vielleicht 500 Menschen, die ich dem Namen nach aus der Geschichte kenne und dann persönlich kenne und ähm, mögen es 500 sein, auch wenn es 1000 sind, spielt es im Prinzip keine Rolle. Aber wenn ich das ins Verhältnis setze zu denjenigen, die auf der Erde gelebt haben bisher und man sagt, seit 3000 Jahren waren es vielleicht 150 Milliarden Menschen, die also auf der Erde gelebt haben, dann verstorben sind, zusammen jetzt mit den jetzig Lebenden, ich glaube, es sind um die 8 Milliarden, sind es also insgesamt 150 Milliarden. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, also ich kenne 500 Menschen und es waren 150 Milliarden, dann sind das nur, und das habe ich hier berechnet, 0,0000033%, die ich kenne, von denen, die
man kennen könnte, wenn man denn alle Namen und Geschichten da hätte, was natürlich nicht der Fall ist. Das heißt, man kennt also eine sehr, 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 sehr kleine Prozentzahl derjenigen, die gelebt haben, und ausgerechnet diejenigen sind es nun, die hier wieder reinkarniert vor uns stehen. Ich habe mir allerdings überlegt, natürlich ist das, was ich gerade formuliert habe, genauso gut ein Argument pro Verständlichkeit des Gedankens, denn im Grunde ist es ja das Wesen des Bewusstseins, und ich sage ja, man redet hier über ein Bewusstsein, auch im durchaus psychologischen Sinne. Es ist ja das Wesen des Bewusstseins, dass unwesentliche Dinge vergessen werden und dass wesentliche Dinge erhalten bleiben. Und so gesehen, wenn man uns Menschen als einen Gedanken im großen Bewusstsein sieht, ist es verständlich, dass Gedanken immer wieder auftauchen. Oder es wäre verständlich. Es wäre verständlicher, dass wichtige Gedanken eher auftauchen, als dass unwichtige Gedanken auftauchen. So gesehen, das wäre eigentlich nochmal meine Wahrscheinlichkeitsberechnung hier. Und ich hatte als lustige Anekdote im Grunde noch diese Huck Finn-Floßgeschichte aus dem Buch Huckleberry Finns Abenteuer von Mark Twain, was ich früher mal sehr gerne gelesen habe. Eines der wunderbarsten Bücher überhaupt, glaube ich. Und da waren ja der Huck Finn, ein Junge, und sein Freund, der schwarze Sklave Jim, auf einem Floß und sind den Mississippi runtergetrieben, und sie haben so für sich gesorgt, und dann kamen zwei Gauner auf das Floß, die mussten sich vor irgendeiner Straftat, vor irgendeiner Strafverfolgung retten und sind dann auf das Floß geflüchtet und sind dann eine ganze Strecke mit den beiden den Fluss runtergefahren. Und irgendwann hatte der eine Gauner die Idee, sich als ein Herzog auszugeben, ein Herzog aus Frankreich. Und für dahin musste der Sklave Jim, also der schwarze geflohene Sklave Jim, für diesen sogenannten Herzog alle möglichen Dienste leisten und sich als sein persönlicher Diener gebärden. Und kurze Zeit später hatte auch der andere Gauner, als er das sah und ein bisschen neidisch wurde, die Idee, sich selber auch einen Titel zuzulegen. Und natürlich war er nicht bloß ein Herzog, sondern er war dann gleich der Thronfolger aus Frankreich, der zu der Zeit irgendwie verschwunden war. Und er sagte, das ist er, der verschwundene Thronfolger aus Frankreich, das ist er. Und er und diese beiden wunderbaren Adligen, die, die traten dann natürlich auf diesem Floß auf und wurden von den beiden Jungs ähm, auf das Fürstlichste bedient. Und die wunderten sich allerdings nur manchmal über die ziemlich ordinären Gewohnheiten dieser Adligen, und das ist irgendwie ganz lustig, und ich hatte das eigentlich so ein bisschen in den Zusammenhang bringen wollen mit der Tatsache, dass die Reinkarnierten sehr oft dann als Adlige oder andere wichtige Persönlichkeiten der Vergangenheit früher aufgetreten sind und nun halt in normaler Form vor uns stehen, also als ganz normale Frauen beispielsweise. Von Männern habe ich das übrigens noch nicht gehört. Äh, ja, also um es nochmal ganz klar zu sagen, ich halte diese Geschichten einfach für ähm, für ein Phänomen des Geistigen, und ich würde jetzt, gibt es eine Reinkarnation völlig offen lassen. Als Idee gibt es sie offenbar, als überzeugende Idee gibt es sie offenbar auch. Meiner Ansicht nach ist es eine Idee eher, die Frauen haben, weil Frauen in Bezug auf Fantasien und Ahnungen sowieso ganz anders ticken als Männer. Und ich habe hier nochmal das Yin-Yang-Symbol eingeblendet, was uns ja zeigt, dass da zwei ganz verschiedene Prinzipien am Werk sind. Also wir Männer sind halt eher dieses ähm, aktive, helle, klare Prinzip, haben die Rationalität in Anführungsstrichen für uns, und das harte Prinzip. Die Frauen, das Yin, steht traditionell für das weibliche, das passive, dunkle, geheimnisvolle, intuitive und weiche Prinzip. Demzufolge die Frauen denken mehr in solchen globalen Annahmen,
Das ist so ähnlich, als würde man sagen, global, die Erde ist ein blauer Planet. Und von außen gesehen, insgesamt gesehen stimmt das natürlich, aber die Erde hat auch ganz konkrete grüne Teile, sie hat blaue Teile, sie hat braune Teile und das wäre so das Konkrete. Aber die Frauen haben ein intuitives, globales Denken und ich glaube, als psychologisches Phänomen würde ich das nicht falsch nennen, sondern wahr in einer bestimmten Hinsicht. Und die Denkweise der Männer ist natürlich auch wahr in wieder anderer Hinsicht. Manchmal in der praktischen Hinsicht und die der Frauen in einer ahnungsvollen, geheimnisvollen Hinsicht. Yin ist assoziiert mit Offenheit, Aufnahme und weniger mit dem sogenannten linearen, zielgerichteten Denken von Yang. Über das lineare Denken hatte ich ja auch mal ein Video gemacht, wie hieß das noch? Also es ging da, es war, glaube ich, dieses Video metaphorisches Denken, genau, Nummer 69. Gut, und demzufolge würde ich sagen, ist also die Frage, gibt es Reinkarnation nicht in der Form zu klären, dass man sagt, gibt es sie wirklich? Denn eine Inkarnation in dem Sinne, dass nun ein fundamentaler Unterschied zwischen Fleisch und Geist besteht, gibt es aus meiner Sicht ohnehin nicht, aber ich bin ja auch Spiritualist. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen was gesagt hat, diese Aspekte und danke euch für das Zusehen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.